Mein Gast heute ist Miguel Brunote, Master-Franchise-Nehmer von McDonald's in Paraguay und ehemaliger Präsident des Clubs Olympia. Hallo Miguel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Miguel, wie wird man Master-Franchise-Nehmer von McDonald's? Ja, im Falle von McDonald's ist es eine sehr persönliche Angelegenheit. Bei mir hat das angefangen 1995. Ich war immer schon großer Fanatiker von McDonald's. Und damals mussten wir nach Buenos Aires fliegen, wenn man einen Quarter Pounder essen wollte oder eine Big Mac. Und irgendwann kam dann eine Avis in der Zeitung. Ein Freund von mir hat mir diesen Avis gebracht nach Hause. Beim Abend habe ich gesagt, hey, das ist was für dich. Habe ich durchgelesen, aber ich dachte damals, dass wirklich in der Zeit gab es einige, die Interesse haben würden für McDonald's. In der paraguayischen Zeitung? Ja, in der paraguayischen Zeitung. Nach es kam hier im Franchise-Nehmer. Diario ABC, kam Ja, das. ja. Buscamos, Franquiciado und so weiter. Ah, okay. Und ich weiß noch, dass damals mein erster Gedanke war, also es gibt bestimmt 30, 40 große Kandidaten in Paraguay, namenmäßig, geldmäßig, strukturmäßig, die viel mehr Chancen hätten als ich. Mhm. Aber warum nicht? Warum nicht versuchen? Ich habe geschrieben und dann ging das los. Es war ein Prozess, hat ungefähr 6 Monate gedauert und zu meiner großen Überraschung kam dann die Bestätigung, dass ich Franchisee werde für McDonald's in Paraguay. Habe mein Training angefangen, das war Oktober 95. Weißt Ein du, Jahr lang. waren da andere Interessenten Ja. da oder hat da niemand reagiert? Ja, ich habe im Nachhinein 3, 4 Jahre später erfahren, dass 37 Personen haben sich gemeldet. Okay. Davon waren eigentlich 30 Firmen, nicht Personen, sondern Gruppen hier in Paraguay. Und wir sind 2 waren zuletzt, die da noch dabei waren. Und das hat ungefähr 6 Monate gedauert. Und weißt Leute, du, warum sie dir denn das Vertrauen gegeben haben? Anfangs? Gleich am Anfang wusste ich es nicht, also ich war selbst überrascht. Aber danach, schon im Training, habe ich erfahren, dass die suchten jemanden, der auch bereit ist, Bäder sauber zu machen oder in der Küche zu arbeiten und nicht nur Geld zu investieren. Und ich hatte damals überhaupt kein Problem, denn ich wollte das Geschäft auch wirklich lernen vom Grund auf. Mhm. Und das habe ich dann auch gemacht, angefangen im Oktober. Und das hat 1 Jahr lang gedauert. Ich habe angefangen in Uruguay, ungefähr 6 Monate. Es waren erstmal 2 Monate eben Boden sauber machen und so weiter. Dann Küche und dann ging es dann nach Chicago, wo ich dann die Endprüfung gemacht habe. Und gleich parallel auch haben wir 20 Paraguayer, die nach Montevideo gegangen sind, um auch in Training zu gehen. Mhm. Und dann konnten wir im November 96 unseren ersten McDonald's in Paraguay öffnen. Wo war der erste? Hier beim Shopping del Sol auf Aviadores del Chaco. Die bestehende Filiale war Die bestehende, erste. das war unser erster McDonald's und ist auch heute noch unter den Top 3, die am besten verkaufen. Mhm. Wie viele gibt es heute McDonald's in Paraguay? Heute haben wir 22 McDonald's, davon 5 im Inland, die meisten Asunción und Groß-Asunción. Und wir fangen jetzt an mit einer neuen Strategie, weiter ins Inland auch zu gehen. In den nächsten 12 Monaten öffnen wir 3 weitere, also kommen wir auf 25. Wie viel Potenzial seht ihr hier im Markt oder wie viele Filialen siehst du möglich? Ja, also ich schätze so ein bisschen, was man sieht, auch von anderen Ländern, was man sieht auch vom Einkaufskraft in Paraguay und auch, ich schätze, wir können ungefähr 50, 55 McDonald's kommen in Paraguay. Wie viele Leute beschäftigt McDonald's in Paraguay? Heute haben wir sind wir 1300 Angestellte. Davon sind 800 selbst in den Restaurants, alles junge Leute. Die meisten ist das ihre erste Arbeit. Junge Studenten zwischen 18 und 23 Jahre alt ungefähr. Jetzt, das klingt ja, also du bist ein Paradebeispiel des Erfolgs mit 1300 Mitarbeitern hier. Wir haben in den vorigen Interviews oft gehört, dass es sehr schwierig ist oder nicht einfach mit den Paraguayern zu arbeiten. Wie macht ihr das? Ich würde sagen, ganz im Gegenteil. Also es ist nicht schwierig, mit den Paraguayern zu arbeiten. Was schwierig ist, ist das Training, das sie haben. Ja. Also ich würde sagen,
die Bildung hat nicht ein sehr hohes Niveau, die Basisbildung. Aber der Paraguayer ist sehr leicht zu trainieren. Er möchte trainiert werden. Das heißt, er macht sehr viel Anfangsinvestition in Schulungen. Ja, oder in also man muss schon, und vor allen Dingen muss man als Firma auch sehr gute Systeme haben. Also gute Prozesse haben, genau. Also die Prozesse sind wichtig. Aber ich würde sagen, ich kann nur als eine Anekdote sagen, dass gleich als wir angefangen haben hier in Paraguay, haben wir Besuch gehabt aus Chicago. Und Teil des Trainings am Anfang war Smile, zu lächeln. Also wenn man anbietet, und ich weiß noch, kam einer von den hohen Tieren aus der Corporation und der sagte mir, das habt ihr wirklich gut trainiert, wie sie smile, also dieses Smile. Und da habe ich gesagt, das haben wir nicht trainiert. Das kann der Paraguayer von sich aus. Also der Paraguayer hat diese Freundlichkeit, hat dieses leichtes Lächeln. Und das zum Beispiel brauchten wir nicht zu trainieren. Und habt ihr Vergleiche mit anderen Ländern, also was die Fluktuation betrifft vom Personal? Wie loyal sind dann die Leute oder wie bleiben die? Ja, also wir haben Fälle von Ländern, sagen wir mal Chile und andere Länder, wo sagen wir mal die jungen Leute nur 3-4 Monate bleiben und dann wieder wechseln. Ne? Und bei uns ist es so, dass wir sogar ein System aufbauen mussten, wo die jungen Leute, wenn sie 3 Jahre bei uns sind, dass sie dann die Möglichkeit, sie müssen sich dann entscheiden, ob sie den nächsten Schritt machen wollen, also ins Management gehen wollen oder was sie machen wollen. Denn wir haben ein System, wo die jungen Leute 4 bis 5 Stunden pro Tag arbeiten und dann studieren. Und sie können sich die Uhrzeit aussuchen, je nachdem, was sie studieren. Und ich bin unheimlich stolz, wenn ich auf der Straße bin und jemand grüßt und ist Anwalt, Ingenieur und so weiter. Davon haben wir sehr viele. Aber wir haben auch gemerkt, dass wenn die jungen Leute McDonald's als Karriere nehmen, wir haben heute 400 junge Leute, heute nicht mehr ganz so jung vielleicht, die das als Karriere genommen haben und die sind heute Manager vom Laden oder sind Supervisor und sind eben gestiegen in der Karriere von McDonald's. Das heißt, ihr habt eigentlich eine sehr loyale Mitarbeiterschicht? Ja, ich würde sagen, für diese Art Geschäft mit so jungen Leuten sind wir in Paraguay eins der loyalsten, die wir haben. Das kann man immer auf 2 Arten interpretieren. Eins ist, dass die Firma die Sachen gut macht, mit Training und so weiter, Motivation. Aber viele Male kann man das auch sagen, wegen Krisis. Also die haben keine Arbeit. Also man muss da immer sehr vorsichtig sein, wenn man die Statistiken sieht eines Landes, dass man sagt, okay, in einem anderen Land gibt es mehr Möglichkeit zu arbeiten und darum ist die Rotation höher. Und in Paraguay ist sie nicht hoch, weil nicht sehr viele Möglichkeiten gibt für die jungen Leute. Also da muss man eben sehr gute Evaluation haben. Und das tendenziell schlechte Bildungsniveau in Paraguay ist in dem Fall für euch kein Faktor. Das heißt, du kannst jedem alles antrainieren. Ja, das ist fantastisch. Sagen wir, das ist ein Vorteil, den wir haben. Was wir gemerkt haben, ist, dass eines der großen Probleme in Paraguay für die jungen Leute ist diese erste Arbeit. Also diese erste Arbeit zu bekommen, vor allen Dingen eine offizielle Arbeit, nicht eine Underground-Arbeit, dass sie ein Curriculum haben. Denn eines der Probleme hier mit den jungen Leuten ist, dass die Firma als erstes fragen sie, dame tu Curriculum. Ich möchte dein Curriculum sehen. Ja. Die haben kein Curriculum. Was wir dann machen können mit McDonald's in diesem Fall ist dieses zu brechen. Also dass sie ihren ersten Curriculum haben mit M von McDonald's und dass sie dann leichter eine Arbeit finden. Wie macht ihr es von den Rohmaterialien her? Also die Produktion der Waren, macht ihr selbst? Stellt ihr selbst Sachen her? Kommt das alles aus Paraguay, was verkauft wird? Ja, wenn man überlegt, 96, als wir angefangen haben, mussten wir alles bringen und haben langsam. Die Sache ist ja, dass mit 1, 2 oder 3 Läden hier in der Industrie, vor allen Dingen für McDonald's aufzubauen, hat gar keinen Sinn. Also haben wir aus Argentinien, Brasilien gebracht und so weiter. Heute ist es so, dass wir Fleisch ist schon Paraguay, Brot wird in Paraguay hergestellt. Alles, was unser Nachtisch, also Eis und so weiter, das ist alles schon in Paraguay hergestellt. Es gibt noch einige Sachen wie unser Pommes frites, das wird aus Argentinien gebracht. Käse bringen wir aus Brasilien und so weiter. Und jetzt vor ungefähr 6, 7 Jahre haben wir auch unsere eigenen Salatsysteme. Die mussten wir auch sogar
per Flugzeug bringen aus Süden Argentiniens, mussten wir unsere Lechuga, unsere Salate bringen. Und das haben wir heute schon in Paraguay. Also je mehr Lokale wir haben, können wir, sagen wir mal, Investoren dazu bringen, die Investition zu machen. Also Fleischfabrik war damals $6 Millionen. Das hat gar keinen Sinn mit 5 Läden. Unsere Brotfabrik, die nicht unser, sagen wir, unser Lieferant, musste ungefähr $2 Millionen investieren. Für Brot. Ja. Das haben wir für uns gemacht. Denn McDonald's hat sehr, sehr hohe Standard of Quality. Das bedeutet, dass wenn man das Gute McDonald's ist, dass wenn man, sagen wir mal, Paraguay, ein Lieferant für Paraguay, ist man gleichzeitig Lieferant für Argentinien, Brasilien und so weiter. Man kann Lieferant sein für die ganze Region. Also wir haben schon mehrmals hat unser Fleischlieferant auch nach Chile zum Beispiel geliefert. Und du sagtest, Salat macht ihr selbst? Ja, Salat machen wir jetzt seit ungefähr 5, 6 Jahren selbst. Haben wir selbst angepflanzt, angemacht. Aber haben auch eine Kombination gefunden, dass wir nicht nur unsere Salate machen für McDonald's, sondern haben auch, sagen wir mal, gelernt, was in der Welt passiert, dass man immer mehr schon die Salate vorbereitet kaufen möchte im Supermarkt und haben dann eben eine Linie auch hergestellt jetzt für Salat. Das heißt, habt ihr das angefangen, weil ihr musstet, weil ihr keinen wirklich guten Salat bekommen habt? Oder warum macht man das? Ja, also eine Kombination. Immer Preis hat sehr viel mit Geschäft, hat auch viel damit zu tun. Ja. Wir konnten den Salat kaufen in Argentinien, aber sehr teuer. Und dadurch mussten wir auch unsere Produkte sehr teuer verkaufen. Das war eins der Probleme. Und dann die Qualität. Natürlich, wenn man hier frischen Salat lokal bekommt, ist es natürlich immer besser. Aber Paraguay ist nicht einfach Salat. Wir haben 9 Monate im Jahr, es ist sehr heiß in Paraguay. Das ist nicht unbedingt gut für Salate. Insofern hatten wir 3, 4 Monate gute Produkte und sonst waren die Produkte nicht gut. Und weil du sagst Argentinien, kann man in Paraguay, also sich den Salat bekommt man nicht, man muss den aus Argentinien bringen oder ist er dort so viel billiger wie hier? Woran liegt das? Ja, ich würde sagen, es gab einfach nicht. Es wird nicht ich weiß nicht, wir haben auf Deutsch die Lechuga repollada, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch Krautsalat heißt. Oder ja, genau. Ja. Bekommt man nicht in Paraguay. Wegen unseres Klimas. Es ist einfach zu heiß. Bekommt man 9 bis 10 Monate im Jahr, bekommt man es nicht. Das heißt, ihr habt Gewächshäuser gebaut? Ja, wir mussten Gewächshäuser. Produziert das ganze Jahr Salat? Genau, produziert das ganze Jahr. Paprika, Karotten. Und dasselbe haben wir dann auch mit Tomaten gemacht, mit alles andere, was wir brauchten. Und haben dann gemerkt, dass wir eigentlich mit wenig Platz mehr konnten wir Sachen dann auch pflanzen, die wir im Supermarkt verkaufen und so weiter. Und ich glaube, da gibt es auch noch eine große Zukunft. Weil man liest immer diese Statistiken, dass Paraguay Obst und Gemüse importiert. Ist das immer noch so? Oder wie schließt sich dieses Gap? Ja, ich würde sagen, es ist immer noch so, aber das Hauptproblem ist die Konstanz. Der Qualität. Also, der Qualität. Und das macht dann, dass man eben noch importiert. Das hat auch mit dem Preis zu tun. Sagen wir mal, wenn man hier einen artifiziellen Klima für diese Pflanzung herstellen kann, kann man eigentlich im ganzen Jahr Salate haben. Aber man muss diese Anfangsinvestition machen, die heute eigentlich schon viel einfacher ist als vor 10 Jahren. Heute kann man China, Israel, überall kann man schon diese, wie nennt man diese Invernaderos kaufen, aufbauen und das geht dann. Würdest du sagen, das ist ein gutes Geschäftsmodell für jemanden, der jetzt nach Paraguay kommt, um zu sagen, ich produziere Obst und Gemüse? Ich würde sagen, ja, aber man muss entweder selbst die Kenntnisse davon haben. Also ich würde sagen, wenn man jetzt in Europa Autos verkauft oder was auch immer, oder Versicherung oder was auch immer verkauft, nun zu sagen, okay, ich gehe nach Paraguay und mache jetzt Gemüse, das würde ich also sagen, also da würde ich vorsichtig sein. Aber erstmal, wenn man selbst die Knowledge hat, also Kenntnisse hat, oder bereit ist, die Investition zu machen, jemanden anzuheuern, also Ingenieur anzuheuern, gibt es inzwischen schon. In Paraguay gibt es gute Ingenieure dafür. Und man muss auch bereit sein, eine erste Investition zu machen, die nicht nur beim Land. Heute würde ich sagen, ist vielleicht die Investition sogar im Kauf des Landes viel niedriger als die Technologie. Als alles Technologie, was man dazu machen muss. Ne? Wie rentabel ist das? Je nachdem, wenn man, also
in meinem Fall habe ich natürlich so, dass 50 bis 60% meiner Produktion kaufe ich selbst. Ja, klar. Das macht die Sache natürlich für mich noch interessanter. Also wenn man, klar, sagen wir mal, einen Kunden hat, mit dem man von vornherein eine gewisse Basis, ist es interessanter. Aber wenn man es gut macht, kann das bis zu 30-35% Margin geben, ohne Probleme. Okay. Und also so etwas zu machen, würdest du sagen, im Landesinneren oder in der Stadt? Weil die Transportwege. Ja, ich würde sagen, nicht mehr als 1,5 Stunden, Maximum 2 Stunden entfernt von Asunción. Denn der Hauptmarkt ist weiterhin Asunción. Und unsere Infrastruktur in Paraguay macht es, dass es nicht einfach ist, die Logistik vom Inland zu machen. Also ich würde sagen, im großen Asunción wäre das Beste. Wenn jetzt jemand seinen eigenen McDonald's möchte, ist das möglich oder wie funktioniert das? Vergebt ihr Franchise-Lizenzen oder welches Modell bietet ihr da an? Nein, wir haben heute ein Master Franchise und wir könnten Franchise geben, tun wir aber nicht. Wir haben aber ein Modell aufgebaut, in dem Investoren, die entweder Land haben oder ein gutes Grundstück kaufen und dann auch bauen, dass wir Partner werden bei diesem Geschäft. Das machen wir. Also mit Investoren, die sagen, okay, ich möchte ein Land kaufen, ich habe ein gutes Land oder ich möchte bauen und möchte dann eine Partnerschaft haben. Sowas machen wir. Haben wir auch schon gemacht. Jetzt, um einen Schwenk zu machen, du bist österreichischer Konsul in Paraguay, du triffst Leute, die hierher kommen, die hier übersiedeln oder leben möchten oder hier investieren. Was erlebst du da im Alltag oder welche Fehler siehst du, machen die Leute, wenn sie neu hier nach Paraguay kommen? Ich würde sagen, der erste Fehler ist, dass sie nicht genügend Fragen machen. Und wir haben in Paraguay nicht nur vom Konsulat her viele Möglichkeiten zu helfen mit Information, sondern es gibt viele Leute in Paraguay, die helfen wollen für neue Immigranten nach Paraguay sagen, oder für Investitionen nach Paraguay. Ich würde sagen, das ist der erste Fehler. Erstmal fragen, genug Informationen sammeln. Zweitens ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, dass wenn man die Information hat und weiß, was man machen möchte, und wir haben da viele Beispiele, ist es dann auch den richtigen Anwalt, den richtigen Notar und so weiter, ein Team aufzubauen. Man muss einen lokalen Team aufbauen, der einen dann bei den ganzen Sachen hilft. Das ist auch unheimlich wichtig. Und dann würde ich sagen, auch ist den Moment zu erkennen, was in Paraguay zurzeit ein gutes Geschäft ist. Also in Paraguay sind wir durch verschiedene Etappen gegangen. Natürlich ist immer das Einfachste für jemand, der, sagen wir mal, seine Sachen in Österreich verkauft und sagt, okay, ich verkaufe alles hier und kaufe jetzt hier Land und so weiter, ist immer das Einfache, vom Land selbst irgendwie ein Geschäft zu machen, sei es Wohnungen oder Büros und so weiter. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Denn in Paraguay ist es so, dass wir durch eine Zeit gegangen sind, wo Immobiliengeschäfte im Boom waren. Ja. Du selbst bist ich weiß. Großer Teilhaber dieses Boom. Ja. Aber was ist passiert in Paraguay? Das waren Zeiten, da hatten wir sogar 12-13% Return on Investment. Ja. Das waren gute Zeiten. Heute liegen wir wieder bei 6 oder 7%, die vielleicht normaler sind, die mit Mieten zu tun haben. Aber warum? Erstens, weil einfach dieser Boom irgendwann mal zu Ende gehen muss. Und zweitens, weil so viel gebaut wurde. Es ist unheimlich viel gebaut worden, so dass es jetzt heute, würde ich nicht mehr empfehlen, in dieses Geschäft zu gehen. Woran liegt es, dass da plötzlich, also lange wurde nichts gemacht, dann fangen ein paar Leute an und dann irgendwie springen alle da drauf? Ja, Paraguay ist in der Beziehung eigentlich ziemlich komisch. Also ich würde sagen, in Paraguay ist es leichter zu kopieren, zu machen, was andere machen, denen es gut geht, als nun ein Abenteuer, also was Neues zu machen. Also zu sagen, okay, ich habe gesehen, dass dieses funktioniert in Europa, USA oder wo auch immer und sage, okay, ich mache das jetzt neu. Ja. In Paraguay, vor allen Dingen die paraguayischen Investoren, das ist jetzt nicht nur der Ausländer, der paraguayische Investor, wenn möglich, Risiko so wenig wie möglich. Und wenn er die Möglichkeit hat zu kopieren, was gut läuft, macht er das. Das heißt, er schaut erstmal, was machen die anderen und dann
Macht er das auch? Genau. Aber hinterfragt er das dann auch, also im Detail, oder macht er einfach nur eine Kopie? Ja, ich würde sagen 80% nur Kopie, weil das einfacher ist und schneller ist. Aber diesen Effekt macht immer, dass es gibt immer einige, die dann kein Geld mehr verdienen. Klar, reguliert den Preis und der Markt, Genau, und vor allen Dingen ist es ja immer so, der am ersten schlägt am besten. Klar, ne? klar. Und ich glaube, das ist auch wichtig, um deine Frage zu beantworten, dass man auch erkennt, was in Paraguay in dem Moment interessant ist. Und vor allen Dingen, was für eine Investition möchte ich machen? Möchte ich eine kurzfristige Investition machen, dass ich mein Geld wieder in 2, 3 Jahren zurück habe? Mhm. Oder möchte ich eine Investition machen, die in 5 Jahren, 10 Jahren oder 15 Jahre ich mein Geld wieder zurückbekomme? Wo würdest du sagen, ist heute ein guter Ansatz, um zu sagen, hier investiere ich? Also ich würde sagen, heute in Paraguay fehlen viele Sachen in Paraguay. Und ich würde diese Sachen erstmal sehen. Zum Beispiel alles, was mit Infrastruktur zu tun hat. Ich würde versuchen, Geschäfte zu machen mit Infrastruktur. Es gibt da neue Möglichkeiten in Paraguay, indem man Kombination macht, Privatsektor mit dem offiziellen Sektor. Sachen zum Beispiel mit Müll, wie nennt man das? Müllentsorgung oder Verarbeitung? Ja, Verarbeitung. Ja. Ne? Ja. Müllrenovation, wie man das. Recycling. Recycling, genau. Also das wäre zum Beispiel, gibt es in Paraguay nicht. Das ist, aber das sind alles Sachen, oder... Wird hier Müll getrennt eigentlich? Nein, noch nicht. Gar nicht? Gar nicht. Okay. Wird nicht getrennt. Aber gerade darum, weil es heute nicht gibt, glaube ich, das sind Sachen, die jetzt in Zukunft nach Paraguay kommen werden. Oder selbst für, heute nennt man das nicht mehr Altersheim. Ich weiß nicht, wie man... Seniorenresidenzen. Gibt es hier nicht. Seniorenresidenten mit einer guten Qualität. Aber würdest du sagen, da ist Nachfrage da? Da kommt eine Nachfrage. Also das gibt es hier nicht. Und bis jetzt ist es so, dass die Familien, sagen wir mal, sich darum kümmern. Aber das ändert sich auch. Generation nach Generation nähert sich Paraguay, was auf der ganzen Welt passiert. Das ist nicht mehr so, dass die Kinder nun auf den Opa aufpassen. Also das wäre auch vielleicht eine Möglichkeit. Und dann würde ich sagen, was wir eben gerade besprochen haben, vielleicht auch Gemüse, solche Sachen, wenn man nicht unbedingt große Länderei, Bodenproduktion. Wir haben unser Klima, unser Land, das ist alles, also da ist noch unheimlich viel zu machen. Im Gegenteil, wir sollten eigentlich die Möglichkeit haben zu exportieren und nicht zu importieren. Ja. Würdest du das paraguayische Land als rechtssicher einstufen oder wie siehst du das? Ja, ich würde sagen, von 1 bis 10, um das mal so zu sagen, würde ich sagen eine 5. So mittendrin? Ja, mittendrin. Also man kann hier arbeiten? Man kann hier arbeiten. Also sagen wir, die Spielregeln sind klar, eigentlich. Leider haben wir nur noch sehr viel Korruption in diesem Land. Das ist unser Hauptproblem, also die Korruption. Das ist so, dass wenn man ein legales Problem hat, und daher, das wäre auch eine Empfehlung, sagen wir mal, als Konsul zu den Österreichern, ist, wenn sie ein Problem haben, dass sie sich gleich bei uns melden und nicht sich erst melden, wenn schon alles kaputt gegangen ist. Ne? Und da ist es wichtig, auch immer noch, dass man sehr vor sich guten Anwalt hat. Und hier muss der Anwalt nicht nur gut sein von seinem Know-how, sondern er muss auch Beziehung haben. Das ist leider noch so in Paraguay, das muss man wissen. Also die Spielregeln sind eigentlich klar und in den meisten Fällen wird es auch, sagen wir mal, richtig gelöst, weil heute ist nicht nur ein Thema die Presse und die Twitter und Facebook. Also man ist heute schon vorsichtiger in Paraguay, aber leider ist es ein Land noch mit sehr viel Korruption. Aber jetzt, wir haben sehr viel Formalisierung über die letzten Jahre erlebt. Hier, es gibt Geldwäschegesetze, Digitalisierung. Ist es trotzdem noch so, dass die Korruption im Alltag allgegenwärtig ist? Erlebt ihr das, also im täglichen Leben? Also man muss ganz klar sagen, es ist lange nicht mehr, wie es früher war. Und es wird immer besser mit all diesen neuen Systemen, die wir haben. Aber vor allen Dingen für, sagen wir mal, Personen, die nun aus Europa kommen, aus Österreich kommen. Ja. Der Unterschied ist noch gigantisch. Also es ist noch unheimlich viel zu machen. Wir stehen wieder vor neuen Wahlen jetzt demnächst und das sind immer wieder neue Möglichkeiten,
dass das Land sich weiterentwickelt. Wir haben gehört, um Investment-Grade-Rating zu bekommen, fehlt es vor allem an den institutionellen Reformen oder politischen Reformen im Kongress. Wirkt ihr da ein oder drängt ihr da darauf auch als Unternehmerseite? Ja, ich würde sagen, Paraguay hat bewiesen in den letzten 20 oder 30 Jahren, dass egal was passiert in Paraguay, politisch, sei es vom Kongress her oder Präsident her, egal ob die Sache nun weiter nach links geht oder weiter nach rechts geht, dass das von der Wirtschaft her eigentlich sich immer in einer gewissen Linie benommen hat. Ja. Paraguay ist eines der wenigen Länder, die nie ihre Devise geändert hat. Paraguay ist das einzige Land, die nie die Nulls gecancelt hat, wie in Argentinien, Brasilien und so weiter. Da gab es mal ein Projekt, glaube ich, oder? Dass man den Guarani streichen wollte. Genau, wollten sie, aber ist nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob das auch notwendig ist, aber sagen wir haben eine unheimliche Stabilität. Unsere Inflation, natürlich für europäische Maßen, ich meine, nicht mehr jetzt, denn jetzt Europa geht auch schon auf die 7-8%. Aber eigentlich haben wir immer eine Inflation, die zwischen 6 und 8% lag. Und Nachbarländer lagen bei 30-40%. Also wir haben eigentlich immer eine sehr gute Stabilität gehabt in der Wirtschaft. Und diese Stabilität in der Wirtschaft zeigt, wie eigentlich hier, sagen wir mal, wir helfen können, die Regierung, dass das nicht sich, sagen wir mal, desviiert. Und das haben alle Regierungen gut erkannt. Und was Korruption anbetrifft, ich glaube, die Transparenz, die man bekommen hat über die Jahre, über Technologie, ist immer besser geworden. Und ich glaube, mit den Steuersystemen, die wir auch hatten bis jetzt, Paraguay hat die niedrigsten Steuern. Denkst du, das bleibt so? Bei Weitem, das bleibt so. Da sehe ich keine großen Änderungen. Der Vorschlag der meisten, die in der Wirtschaft was zu tun haben, ist, dass wenn wir, sagen wir mal, diese 10%, die unsere Steuern nun sind, 10% mal vorstellen, das ist das Niedrigste. Also Uruguay liegt bei 40%, also ist wirklich niedrig, dass wenn wir neue Steuern haben, dass diese nun spezifisch sind. Also wenn wir auf 11% gehen, dass diese 1% nun für Gesundheit geht. Oder wir auf 12 gehen, dass diese 1% für Bildung geht. Das ist eigentlich die Idee. Aber wir werden hier keine großen Änderungen haben, was Steuern anbetrifft. Jetzt die letzten Jahre warst du sehr im Fußball engagiert, vom Club Olympia. Meine Passion. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Wie ist Fußball in Paraguay? Das ist ein sehr fußballbegeistertes Land. Olympia ist der größte und erfolgreichste Club. Du hast viele Meisterschaften und Erfolge gefeiert. Aber wie ist die Realität, wenn man da am Ruder sitzt? Es ist natürlich eine Passion. Das muss man erstmal, so wie wir eben über gewisse Themen gesprochen haben, die man kalkulieren kann. Die kalt sind, die 2 plus 2 sind 4. Fußball hat nichts damit zu tun. Das ist Passion, ist unberechenbar, um das mal so zu sagen. Ich würde sagen, dass ich habe sehr viel gelernt vom Fußball. Vor allen Dingen nicht nur in den Meisterschaften, sondern auch wenn man verliert. Also Fußball, der große Unterschied zu einer Firma und zu einem Fußballclub ist, dass man vielleicht an einem Sonntag ist man der Beste, die beste Firma, alles, am Sonntag noch. Ja. Und am Montag ist man der Schlechteste. Ne? Das geht sehr schnell. Ja. Das geht sehr schnell. Also in Sachen von Stunden ist man von den Superhero, ist man die schlechteste Person. Das muss man wissen und das muss man auch administrieren, zu wissen. Ich würde sagen, auch Fußball in Paraguay. In Paraguay haben wir erstens Fußball, dann kommt Fußball und dann kommt Normalfußball. Ne? Und dann kommt vielleicht Basket oder was auch immer. Aber hier gibt es nicht viel. Genauso die Fußballspieler. Hier ist der Fußballspieler als Star. Und dann kommt der Fußballspieler und dann wieder Fußball. Wir haben hier kein Theater, es gibt hier keine andere Personalitäten, außer des Fußballspielers. Lass uns da mal eintauchen. Also der Club Olympia ist der größte Club. Ja. Wie viele Mitglieder hat der Club? Wir haben also, als wir damals Adebayor gebracht haben, sind wir von ungefähr 6.000, 7.000, die wir hatten, sind wir auf 34.000 Mitglieder gekommen. Der Moment, da muss ich nachhaken.
Adebayor war ein großer Spieler, ein bisschen älter schon. Warum wirkt sich die Verpflichtung von dem Spieler auf die Mitgliederzahl des Clubs aus? Weil wir die Strategie auch, sagen wir mal, gesagt haben, wenn wir 20.000 Mitglieder haben, können wir Adebayor bringen, wenn ihr uns hilft. Ach so, das heißt, die Leute haben finanziert. Wir haben da eine Verbindung gesucht, okay. Aber auch, weil, darum sage ich, es ist wie ein Schauspieler. Also wir haben gesagt, es ist Show. Fußball ist Show, man muss das wissen. Aber 34.000 Mitglieder klingt jetzt, also weil das Land ist sehr fußballbegeistert, die Leute mögen das, aber das klingt dann im Verhältnis nicht so viel. Nein, wenig. Also wenn wir überlegen, und ich vergleiche uns oft mit Uruguay. Uruguay hat ungefähr die Hälfte der Population, die wir haben in Paraguay. Wir sind hier ungefähr 7 Millionen, das sind ungefähr 4,5 Millionen in Uruguay. Und dort, die zwei größten Mannschaften haben 100.000 Mitglieder. Aber woran liegt das dann? Weil die Leute haben die Begeisterung. Aber ja, es geht hier, das ist leider hier als Fußballclub ist es sehr schwierig, sagen wir mal, festen Einkommen zu haben durch die Mitglieder. Hat Olympia die meisten Mitglieder oder haben Cerro Porteño mehr? Ich würde sagen, das liegt ziemlich gleich. Wir haben, heute würde ich sagen, liegen beide Clubs ungefähr bei 15.000. Ungefähr. Ja. Nicht mehr als das. Und ein Club wie Olympia braucht zwischen 20.000 bis 25.000 Mitglieder, um gesund zu sein. Also das Ideale im Fußballclub, und wir rechnen ungefähr, sind das $200 pro Mitglied pro Jahr. Also wir sagen, dass wir ungefähr 4 Millionen Dollar im Jahr über Mitgliedschaft. Ideal ist, es sind 3 Pillars. Mitglieder wäre einer, Fernsehen ist jetzt der zweite Pillar und der dritte ist Sponsor. Was für einen Umsatz macht Olympia? Wir sind auf zwischen 18 und 20 Millionen Dollar im Jahr gekommen, vor der Pandemie. Und das Stadion hat welches Fassungsvermögen? Ungefähr 18.000. Okay. Es ist ein kleines Stadion. Wir haben Pläne gehabt, als ich noch Präsident war, es auf 27.000 Mitglieder zu bringen. Natürlich war die Covid-Pandemie für uns tödlich. Also es war eine schlimme. Und der Zuschauerschnitt aufs Jahr gesehen? Durchschnitt haben wir ungefähr 14.000, 15.000. Also ungefähr. Also okay. Das klingt aber, als ob Stadionkapazität frei ist, weil ich stelle mir das so vor, der größte Club des Landes, ein fußballbegeistertes Land, wenn Derby ist natürlich alles voll. Ja. Das bedeutet aber, es gibt Spiele, wo die Leute dann einfach trotzdem, wo man sich schwer tut, sie ins Stadion zu ziehen. Wie ist das möglich? Ja, darum, wichtig ist im Fußball ein festen Einkommen. Mitglieder sind viel wichtiger als Eintrittskarten zu verkaufen. Ja. Und das hat man in Europa schon vor längerer Zeit erkannt. Und heute ist es so, dass die meisten europäischen Clubs, die haben Warteliste, um Mitglied zu werden. Ja. Die verkaufen kaum noch Eintrittskarten. Das meiste kommt von den Mitgliedern. Und in Paraguay haben wir es noch nicht geschafft, diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, es hat zu tun mit vielen Sachen. Eins davon ist auch ein Stadion, die Gemütlichkeiten zu haben. Das Erlebnis des Spieltags. Genau. Habt ihr mal überlegt, das Stadion, so wie es andere Clubs gemacht haben, aus der Stadt rauszugeben und zu sagen, ich gehe zum Beispiel jetzt genau so wie es der Club Atlantida jetzt macht, der geht nach Nueva Asunción, baut dort ein neues Stadion oder irgendwie an die Autobahn? Ja, auch in Uruguay, Peñarol sind auch rausgegangen. Doch, wir haben hier der Stadtregierung Asunción Angebot gemacht, 40 Hektar in der Costanera Norte ein Angebot gemacht, die auszumachen. Die haben 280 Hektar insgesamt dort. Und unser Angebot war über 40 Hektar und mit Parks und so weiter zu machen. Fantastisch. Und es ist leider nicht weitergegangen aus politischen und anderen Gründen. Aber doch, unsere Idee war es, vor allem wenn man daran denkt, dass sagen wir, das Grundstück vom Club Olympia, dort wo es heute ist, hat einen Wert von leicht 50 Millionen Dollar. Also da müsste man was anderes machen heute auf Mariscal López, da dieses Riesengrundstück, so dass der Club weiterhin Einnahmen hat. Ja, es ist ja auch schwierig zum Parken, die Hauptstraße während den Spieltagen und so. Das ist ja eigentlich nicht ideal. Nein, also ist nicht ideal. Ja. Und vor allen Dingen ist es heute, alles was man heute macht, um zu vergrößern und so weiter, ist alles improvisiert. Man braucht natürlich einen Parkplatz, die Palcos,
man könnte viel mehr machen, wenn wir, sag mal, von Null starten. Man hat ja sehr viel dazugelernt auch in der Fußballwelt in den letzten 20 Jahren. Jetzt, die Menschen schauen sich die Spiele an, aber mehr im Fernsehen als im Stadion oder das Merchandising oder wie wirkt das? Weil ich vergleiche das immer so mit, keine Ahnung, Deutschland, Italien, Spanien. Da gehen ja ganz andere Größenordnungen und Zahlen. Natürlich sind die Märkte größer, aber auch im Verhältnis wirkt es relativ klein für ein sehr fußballbegeistertes Land. Ja, also hier was das Gute, sagen wir mal, was in den letzten Jahren passiert ist. Man hat ja sehr viel gelesen, was in Südamerika mit FIFA und CONMEBOL und so weiter alles passiert ist, ist, dass nachdem all dieses passiert ist, sind wir zum Beispiel Fernsehen, als ich angefangen habe im Club, war unsere Einnahmen vom Fernsehen her ungefähr $300.000 im Jahr, haben wir vom Fernsehen bekommen. Heute liegen wir bei ungefähr $1,5 Millionen im Jahr vom Fernsehen. Klar. Riesenunterschied. Also all dieser Chaos, den wir hatten, FIFA-Gate oder ich weiß nicht wie, hat das zum Glück für die Clubs war das eine gute Nachricht. Also die Einnahmen sind unheimlich gewachsen. Und ich würde sagen, Fernsehen ist wahrscheinlich auch eins der wichtigsten Themen, die am schnellsten wachsen. Wo Einnahmen entstehen. Einnahmen wachsen. Gibt es internationale Fanaufkommen von paraguayischen Clubs? Wisst ihr da mehr? Oder wie werden die Spiele, zum Beispiel in Brasilien oder in Argentinien, schauen die Leute Club Olympia-Spiele? Ja, wenn es zu letzten Instanzen kommt. Heute ist es so, dass Fußball wird auch immer globalisierter sein, auch was vom Fernsehen her anbetrifft. Also wir haben heute, ist es eine lokale Firma, die hier, wo man Fußball bezahlt und Fußball sehen kann in Paraguay. Aber ich glaube, in den nächsten Jahren wird das auch globalisiert sein und das werden dann diese großen Ketten, Sportketten sein, die zusammenarbeiten werden mit den lokalen Firmen. Also das wird immer globalisierter sein. Wie viele Clubs gibt es insgesamt in Paraguay? Also in der ersten Division haben wir 12. Ja. 12 Clubs. Und insgesamt in den 4 verschiedenen Divisionen kommen wir auf ungefähr 60 Clubs. Also auch im Inland und so weiter. Aber in der ersten Division sind es 12. Es gab ja Gespräche oder Gerüchte, wo man, kann mich erinnern, war in den Medien vor einigen Monaten, dass man da darüber gesprochen hat, vielleicht Paraguay mit Uruguay und anderen Ländern sich zu bewerben für ein international großes Turnier, Fußball-WM oder sowas. Hältst du das für realistisch oder wie? Ja, und man hat sich auch beworben damals. Und ich halte es für realistisch. Leider haben wir in Paraguay 2 Stadien heute, die vielleicht dafür benutzt werden könnten. Aber ich halte es für realistisch. Man muss sich nur gut darauf vorbereiten. Was hier sehr gewachsen ist unser Hotelsystem. Das war immer eines der Probleme für die Weltmeisterschaft. Aber heute haben wir erstklassige Hotels und auch mengenmäßig haben wir genug Hotels, um sowas organisieren zu können. Also nicht nur von der Sportteil, sagen wir von den Stadion, sondern auch hotelmäßig kann Paraguay sowas mitorganisieren. Allein natürlich, aber mitorganisieren. Jetzt sieht man in anderen Ländern, dass also große Unternehmer sich so ein bisschen Clubs kaufen und da dann richtig Geld investieren. Das haben wir ja hier eigentlich so bis jetzt noch nicht gesehen. Das überrascht mich. Ich würde sagen, du hast genau auf den Punkt getroffen, der uns fehlt. Also in allen Ländern, Brasilien und so weiter, ist es erlaubt, eine Aktiengesellschaft aus dem Club zu machen und Aktien zu verkaufen. Das darf man hier nicht. Ist verboten. Paraguay ist es verboten. Und das ist eins der großen Probleme. Wir haben, um das mal kurz zu beschreiben, wenn wir hier unsere, sagen wir mal, regionalen Libertadores spielen wir gegen brasilianische Mannschaften, die im Jahr ein Budget von ungefähr 180 Millionen Dollar im Jahr ausgeben. Ganz schwer für ihre Spiele. Klar. Wie jetzt Bragantino, Red Bull und so. Das sind alles heute Aktiengesellschaften. Auch in Brasilien. Das hat auch in Chile angefangen. In Paraguay waren wir immer Olympia, zusammen mit Cerro und andere, die am meisten ausgegeben haben. Es waren eigentlich 3 Clubs, Libertad, Cerro und Olympia. Und wir sind in unserer Adebayor-Zeit und so weiter, also in der größten Zeit sind wir ungefähr auf 14 Millionen Dollar im Jahr gekommen. Mehr ist da nicht drin. Es sei denn, wir können, sagen wir mal, unsere Clubs, und es gibt verschiedene Angebote. Als ich noch Präsident war vom Club Olympia, habe ich ein Angebot bekommen von einem amerikanischen Club. Der wollte
40% der Aktien von Club Olympia, also Partner werden, Ja. um auch hier, sagen wir, zukünftige Spieler zu suchen und so weiter. Und können wir nicht. Es ist gesetzmäßig nicht möglich, in Paraguay eine Aktiengesellschaft zu machen aus dem Club. Aber das wäre, ich würde sagen, eins der großen Lösungen, die wir haben im Fußball. Wie steht der Club heute da? Kompliziert. Sehr hoch verschuldet Ja, oder also frei, wir haben, oder? ja, unser Problem ist, dass wir haben 2018, 2019 bis Ende 2019 haben wir 6 Meisterschaften gewonnen. Und da haben wir den Entschluss genommen, dass wir den nächsten Schritt machen. Wir wollten mit den Großen in der Libertadores in Südamerika und haben damals Adebayor gebracht, andere Spieler, Derly González Ja. und Spieler, die 2 Millionen, 3 Millionen, 5 Millionen Dollar gekostet haben. Also wir haben gesagt, okay, das ist jetzt der Moment. Das war auch der Moment, in dem wir als Olympia 30.000 Mitglieder hatten, ein Budget-Einkommen von fast 20 Millionen Dollar. Ja, und dann März 2020 bricht alles zusammen mit Covid und wir Einkommen geht von ungefähr 18 Millionen Dollar auf Fernsehen 1,5 Millionen Dollar. Nichts, ging gar nichts mehr. Und ich würde sagen, da müssen wir jetzt gegen wirken wieder und die Einnahmen wieder anrollen. Club Olympia hat heute einen komplizierten Moment, also Schulden von ungefähr 10 bis 11 Millionen Dollar FIFA, die also bei der FIFA gelöst werden muss. Einkauf von Spielern und so weiter. Aber Olympia kann das machen. Nur, man muss sich ein bisschen Zeit geben. Ja. Würdest du sagen, dass die paraguayische Liga zu unattraktiv ist? Fehlen mehr Clubs? Weil es geht immer nur Cerro Olympia. Fehlen da 2, 3, vielleicht im Encarnación oder in Ciudad del Este irgendwie Gegenpole? Ja, also ich würde sagen, wenn ich Fußball als generell paraguayischen Fußball beurteilen, fängt das an immer mit der Nationalmannschaft. Also leider ist es so, dass unsere Nationalmannschaft in den letzten Jahren sehr schlecht ausgekommen ist. Und das macht es automatisch, dass unsere Spieler nur ein Zehntel kosten. Ich vergleiche wieder mit Uruguay. Ja. Uruguay ist immer dabei, Weltmeisterschaft. Wir haben es jetzt zum 3. Mal nicht geschafft. Das macht das automatisch, dass unsere Spieler runtergehen. Warum ist unser Fußball so? Hat viel damit zu tun, wie du sagst. Also ich glaube, wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, alle Spieler aus dem Inland, sagen wir mal, in die erste Liga zu bekommen, weil einfach noch nicht die Infrastruktur im Inland stadiumsmäßig und so weiter genug da ist. Aber ich glaube, ein Teil davon ist, wir brauchen nicht mehr Clubs, sondern ideal wäre, heute von den 12 Mannschaften sind 8 Mannschaften von Asunción. Ja, es fehlen Mannschaften im Inland. Ja, es fehlen mehr, also wie es in Europa ist, da hast du eine Mannschaft in Frankfurt, in Stuttgart oder in Wien, also es ist nicht so. Hier hätten wir Asunción, Coronel Oviedo, Encarnación, also das wäre ideal. Und Asunción nicht mehr als 3 oder 4. Das wäre ideal. Aber es gibt ja in den unterschiedlichen Städten im Inland gibt's Unternehmer, Leute, die Fußball begeistert sind, aber da fasst sich dann keiner ein Herz und sagt, ich schaue jetzt, dass der Club weiterkommt oder ich baue ein Stadion, ich mache was? Ja, es hat angefangen. Ne? Also man hat jetzt in Villarrica, die Guaireña, die sind jetzt schon 4 Jahre in der ersten Division, die haben es geschafft. Aber eins der Probleme, ich habe mal gesprochen als Präsident noch von Olympia mit einigen im Inland, weil in Europa ist es auch so, dass die großen Mannschaften, die haben Filialen. Also große Mannschaften haben eine Filiale, mit denen sie dann zusammenarbeiten. Und eigentlich ist eins der Probleme im Inland ist, dass die meisten Fußballfanatiker sind wiederum von den großen Mannschaften in Asunción. Also haben noch kein Bündnis zu ihren eigenen regionalen Die Clubs. sind entweder Olympia, Cerro, die sind also da. Das ist eins der Themen. Und zweitens, glaube ich, ist auch die Unterstützung vom Staat. Da muss auch der Staat und hier die APF, Fußball und so weiter, die müssen den ersten Schubs machen, also mit dem Grund und so weiter. Das ist eine Kombination von Privat mit Staat. Habt ihr mal versucht, das zu ändern, dass man diese in Aktiengesellschaft umwandeln kann oder da was machen kann? Doch, also ich habe noch in den letzten Monaten meiner Präsidentschaft habe ich ein Gesetz vorbereitet und das muss hier vom Kongress akzeptiert werden. Das ist der nächste Schritt. Also das ist im Laufen? Ich hoffe ja. Ich bin ja jetzt nicht mehr Präsident, aber ich habe alles
so hinterlassen, dass das nun weitergeht. Und ich habe auch damals mit den Präsidenten von den größten Clubs hier gesprochen und alle waren damit einverstanden, dass es der richtige Weg ist. Das wäre dann ein Meilenstein und würde die paraguayische Liga auf eine ganz andere Ebene katapultieren. Es gibt jede Menge Investoren im Ausland, auch lokal, die würden sehr interessiert sein. Fußball ist ein gutes Geschäft. Aber man muss es despersonalisieren. Es kann nicht sein. Heute ist es so in Paraguay, dass die Wirtschaft des Clubs hängt vom Präsident ab. Also du kennst die meisten Clubs hier. Der Präsident ist derjenige, der entweder bezahlt oder also ist für die Wirtschaft zuständig. Und das muss sich ändern. Das heißt, als Präsident des Fußballclubs musst du im Prinzip einerseits ehrenamtlich agieren und andererseits, man muss selbst bereit sein, aus Freude zum Club Geld reinzuzahlen oder Garantien zu übernehmen. Genau. Sonst macht das keinen Sinn. Genau, sonst funktioniert das nicht. Das ist leider noch so. Mein Traum war immer, das ist wiederum wie in Europa. In Europa, von den meisten Clubs kennt man den Namen nicht des Präsidenten. Man weiß gar nicht, wer der Präsident ist. Da kennt man die Spieler, den Trainer, den Club. Aber wer der Präsident ist total unwichtig. Und das ist in Paraguay leider noch nicht so. Hier in Paraguay ist der Präsident genauso ein Star oder wichtig wie ein Spieler. Und das muss sich ändern. Also diesen Klick müssen wir noch machen. Du hast das wie lange gemacht? 4 Jahre, 5 Jahre? Insgesamt 6 Jahre. Erst als Schatzmeister und dann als Präsident. Und würdest du es wieder machen oder bereust du es? Nein, bereue nicht. Ich bereue nicht. Also es waren komplizierte Momente, aber es waren auch sehr schöne Momente. Vor allen Dingen bin ich wirklich Olympista. Also ich bin fanatisch Olympista. Von klein auf. Von klein auf. Und außerdem mag ich Fußball sehr gerne. Also es ist eine Passion. Aber ich würde sagen, es nochmal zu machen, nein. Also für mich war das eine Etappe, eine sehr schöne Etappe, eine komplizierte. Ich habe unheimlich viel gelernt. Aber nochmal, nein. Jetzt, du hast vorhin gesagt, bei McDonald's mit den Schulungen und Lernen und Bildung, wenn du das umlegst mit Jugendarbeit auf Club Olympia, kann man da nicht das versuchen heranzuziehen? Habt ihr da nie was gemacht? Doch, wir haben insgesamt 600 Jungs, sagen wir mal aus ganz Paraguay, in Villeta. Villeta ist ein Grundstück, 30 Hektar groß. Und da haben wir alles. Da wohnen sie, da essen sie, Schule, alles. Wir haben jetzt angefangen mit Englischkurs und so weiter. Ich glaube, Fußball und Sport generell, aber ich würde sagen, Paraguay ist eben Fußball. Wäre für mich eins der wichtigen Faktoren, die die Regierung benutzen könnte, auch die Jugend zu helfen. Nicht nur was Studium anbetrifft, sondern auch Vida Sana, also gesundes Leben und so weiter. Doch. Wie lange gibt es diese Jugendakademie schon? Wir haben sie jetzt seit 8 Jahren. Das bedeutet, die durchlaufen im Prinzip von, wo sie 6, 7 Jahre alt sind, bis... Ja, wir haben heute in der ersten Liga schon die ersten Spieler, die wir vor 6, 7 Jahren angefangen damals haben. Als kleine Jungs, 7, 8 Jahre. Die spielen heute, beim letzten Spiel waren 4 dieser Spieler schon dabei in der ersten Liga. Wir haben sogar schon 5 davon verkauft. Aber sagst du, also wie würdest du sehen, jetzt der paraguayische Fußballer tendenziell, wir haben jetzt Argentinier, Uruguayer und Brasilianer mit sehr viel Weltklasse-Spielern. Ja. Die Paraguayer hinken ein bisschen hinterher. Also liegt es an der fußballerischen Ausbildung oder ist es Talent oder woran liegt es? Ja, eins der Probleme sind unsere Fußballfelder. Also man sagt immer, dass der paraguayische Fußballspieler sehr gut ist mit dem Kopf. Juego aéreo, also nennt man das? Kopfballspiel. Ja. Aber das ist nicht, weil wir als Paraguayer, die Paraguayer große Spieler sind, darum sind sie mit... Nein, die Felder sind so schlecht, dass sie oben spielen müssen. Sie können unten nicht spielen. Also ach so, das heißt, die Rasenpflege funktioniert nicht. Die Rasenpflege. Also Sachen ganz einfach und die prinzipiell sind vom Fußball, die müssen erst gelöst werden. Also wir brauchen wirklich gute Felder erstmal. Und dann kommt alles andere noch darum. Also es fehlt noch an Struktur. Man arbeitet dran, aber das muss schneller gehen. Wo siehst du den paraguayischen Fußball in 5 bis 10 Jahren? Ich sehe den paraguayischen Fußball, wo er sein müsste eigentlich, hinter Brasilien und Argentinien. Vor Uruguay? Ja, vor Uruguay. Aha. Waren wir. Wir waren vor Uruguay viele Jahre. Es war immer Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay und dann Chile vielleicht kam dann
Und dann in den letzten Jahren kam der Norden. Kolumbien, Ecuador, selbst Venezuela, die immer letzte waren. Plötzlich kamen die. Also das war immer, sagen wir aber Paraguay war mehr als Uruguay. Nur dass in den letzten Jahren Uruguay hat die Sachen gut gemacht, wir nicht. Danke, Miguel, für die Zeit. Nicht zu danken und auch danke dir auch für die Möglichkeit. Und wie gesagt, was zumindest vom Konsulat anbetrifft, möchte ich auch den Moment nutzen und mich zur Verfügung stellen. Und wieder sagen, dass bevor man irgendetwas macht, Paraguay, 15 Minuten bei uns im Konsulat können wir schon einiges helfen. Dasselbe wahrscheinlich für Deutsche in der deutschen Botschaft, genau, oder? Genau. Also es Fragen. Also mit Fragen verliert man gar nichts. Ist gratis, kostet gar nichts. Und die Zeit nehmen wir uns. Und man kann da sehr viel sparen und vielleicht auch einige Krisen vermeiden. Vielen Dank. Danke dir.